Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung der Firma Frank AT. Vor einiger Zeit haben wir gesagt, wir wollen auch für den E-Up und natürlich für seine Geschwister einen Frank bauen. Jetzt ist es soweit, jetzt ist er endlich fertig und ich darf ihn euch präsentieren. Ja, unser Anspruch war es ja, in das kleine Auto einen Frank einzubauen, der zumindest den Notladeziegel und eben das Typ 2 Ladekabel dementsprechend fasst. Ja, und das ist, so denke ich, uns ganz gut gelungen. Hier eben in dem tieferen Fach hat der Notladeziegel ganz gut Platz und hier unter dem Netz das Typ 2 Ladekabel. Ich gebe jetzt die Sachen einmal raus, dass ich euch den Frank und den Einbau kurz demonstrieren kann. So, das ist eben jetzt der nackte Frank sozusagen. Er wird mit 3 Befestigungspunkten befestigt und ganz einfach eingeklipst bzw. herausgenommen. Auf der Rückseite eben gibt es 3 Befestigungspunkte und ein zusätzlicher Auflagepunkt. Und er wird eben ganz leicht eingesetzt. In wenigen Sekunden auf den Haltepuffern fixiert und das war's auch schon. Ja, jetzt möchte ich noch einige Fragen, die uns immer wieder erreichen, kurz behandeln. Und zwar, ja, eine Frage, die uns immer wieder erreicht: Gibt es für den E-Up auch eine Gasdruckfeder? Ja, wir sind gerade dabei, die Gasdruckfeder eben anfertigen zu lassen. Es ist eine Sonderanfertigung, deswegen braucht es etwas länger. Aber in circa 2 Monaten, 3 Monaten, also im Juni, wird es dann soweit sein, dass wir auch die Gasdruckfeder dementsprechend dazu liefern können. Wie die Gasdruckfeder dann eingebaut wird, gibt es dann ein eigenes Video dazu. Gut, eine andere Frage ist immer der Einbau des Franks. Ist der Einbau für jeder Mann oder jede Frau dementsprechend einfach gestaltet? Ja, es gibt ein zusätzliches Einbauvideo, wo ihr genau verfolgen könnt, welche Schritte ihr beachten müsst, aber es ist total einfach einzubauen und in wenigen Minuten ist der Frank eben dementsprechend in jedem E-Up oder Skoda oder Seat dementsprechend montiert. Eine weitere sehr interessante Frage ist: Wird am Fahrzeug irgendetwas verändert, gebohrt, geklebt, was dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Nein, das ist ein Grundsatz von uns. Alle Einbauten, die Sie von uns bekommen, sind sehr einfach einzubauen und auch immer wieder sehr einfach auszubauen, ohne dass man jemals sieht, dass etwas am Fahrzeug verändert worden ist. Eine weitere sehr interessante und immer wieder gestellte Frage ist: Ist der Frank vom Hersteller genehmigt? Das ist so eine Sache. Viele Hersteller, viele Importeure und natürlich auch Autohändler verkaufen schon unsere Franks. Genehmigt vom Hersteller direkt sind unsere Franks nicht, da der Hersteller wenig Interesse hat, eben ein Zusatzprodukt, wo er eigentlich kein Geld verdienen kann, dementsprechend zu genehmigen, und deswegen macht er es auch nicht. Die meisten unserer Franks sind vom TÜV abgenommen, vom TÜV geprüft und genehmigt. Warum sage ich die meisten? Der TÜV-Prozess ist immer ein relativ langwieriger und auch kostspieliger Prozess. Deswegen geht es immer darum, wie viele Franks werden vom Kunden angenommen und macht es Sinn für uns, eben diesen Prozess anzustoßen und eine TÜV-Genehmigung zu machen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir genau wissen, auf was wir Acht geben müssen, dass wir auch die TÜV-Typenprüfung bekommen. Aus der Erfahrung der Vergangenheit haben wir erkannt, dass einige Händler anfangs skeptisch waren. Als sie aber dann erkannt haben, dass keinerlei Garantieprobleme, keinerlei technische Probleme durch die Franks auftreten, der Frank eigentlich nur einen Mehrwert für das Auto bedeutet, als diese Erkenntnis bei den Händlern eingetreten ist, haben viele Händler dann auch unsere Produkte in ihr Portfolio aufgenommen und eben, erwerben die Produkte von uns und geben sie dann ihren Kunden weiter. Mittlerweile haben wir schon ungefähr 10.000 Franks in den unterschiedlichsten Autotypen verkauft und es gab
noch nie irgendwelche technischen Probleme im Zusammenhang mit dem Frank. Okay. Ja, die letzte Frage, was mir noch einfällt, ist, hat der Frank auch einen Deckel oder haben wir was in Planung? Nein, beim Deckel haben wir die Erfahrung gemacht, dass er eher lästig wirkt. Wenn man die Motorhaube öffnet, muss man dann noch den Deckel öffnen mit einer zweiten Hand und dann fehlt eigentlich die dritte Hand mehr oder weniger, um das Ladeequipment, die Ladekabel herauszunehmen. Ein zusätzlicher Schutz gegen Staub oder Schmutz ist nicht wirklich notwendig, da in den Frank ohnehin nur der Schmutz hineinkommt, den man mit den Ladekabeln hineinträgt. Wird der Frank einmal schmutzig, nimmt man ihn heraus. Wir haben ja gesehen, das ist in wenigen Sekunden erledigt, wäscht ihn aus und setzt ihn wieder ein. Deswegen machen wir keinen Deckel. Gut, ja, jetzt bleibt mir nur mal zu sagen, der Frank ist ab jetzt bestellbar. Wir werden ihn Anfang Mai in etwa ausliefern. Zusätzlich zum Frank gibt es dann auch eine Gummilippe, falls einer noch keine hat, beziehungsweise eine möchte als zusätzlichen Schutz. Und in weiterer Folge, aber erst leider im Juni wahrscheinlich bestellbar, gibt es eben die Gasdruckfeder zum Nachrüsten, dass das lästige Stangerl hier ersetzt und ein halbautomatisches Öffnen der Motorhaube dementsprechend gewährleistet ist. Okay, das war's schon von meiner Seite. Ich darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Euer Josef von der Firma Frank.at.